Ich bin von Katzenstein und heute zeige ich euch wieder ein Kleidungsstück aus dem Mittelalter, was äußerst beliebt war. Und zwar diese Wollgugel. Die wurde im Mittelalter von sehr vielen Leuten getragen, vor allem im ländlichen Bereich, weil sie vor der Sonne sehr viel schützt, in heißen Sommertagen, aber natürlich auch im Winter als Schutz vor der Kälte. Und jetzt zeige ich euch, warum diese Gugel so extrem beliebt war, und zwar anhand 12 verschiedener Dinge, wie man diese Gugel tragen kann. Gut, dann Punkt Nummer 1, die Gugel zu tragen. Ganz einfach, über den Kopf, ohne Kapuze und mit dieser langen Sendelbinde, die ist hier bei meiner äußerst lang tatsächlich, einfach hinten entlang, sodass die hier rumhängt. Ganz simpel, ich habe die Gugel somit immer dabei und kann sie bei Bedarf auch anders nutzen. Dann kommen wir zum Punkt Nummer 2. Die Kapuze der Gugel über den Kopf gestülpt. Ganz simpel. Schützt mich vor dem Wind, schützt mich ein bisschen vor der Kälte, aber natürlich vor allen Dingen auch vor der Sonne, gerade wenn ich Landarbeiter bin und die Sonne nicht so arg ins Gesicht bekommen möchte. Dann die Gugel-Variante Nummer 3. Die Gugel, so getragen, mit einer Kapuze, aber zusätzlich mit einem Hut. Hüte und Kopfbedeckungen waren ja im Mittelalter sowieso ziemlich beliebt. Das heißt, wenn ich die Gugel tragen möchte, den Vorteil der Gugel benutzen möchte, gleichzeitig aber noch meinen Hut tragen möchte, ist es ziemlich einfach, den Hut einfach über die Gugel drüber zu setzen und mich dann immer noch dem Stil der Zeit angemessen gekleidet zu fühlen. Dann können wir auch gleich zum Punkt Nummer 4 kommen, nämlich den Hut einfach andersrum hingesetzt. Da gibt es tatsächlich ein paar Bilder, vielleicht nicht von Hüten, die so hoch sind wie meiner, aber wo die Leute den Hut einfach komplett andersrum getragen haben. Wahrscheinlich ähnlich wie heute, wo Leute ihre Cappy nach vorne eigentlich tragen sollten, aber weil sie halt dann doch cool sein wollen, die Cappy eher hinten tragen. Dann wären wir bei Punkt Nummer 5. Ich habe jetzt die Kugel an den Seiten eingerollt. Damit sitzt sie enger am Gesicht und lässt natürlich weniger Wind und logischerweise auch weniger Kälte rein. Das heißt, wenn es jetzt noch kälter wird als zuvor, kann ich die Kugel ganz simpel einfach einrollen und bin dann noch mehr vor dem Wind und vor der Kälte geschützt. Dann kommen wir zur Variante Nummer 6. Und zwar die, wofür diese lange Sendelbinde da ist. Ich habe jetzt die Sendelbinde zweimal um meinen Kopf gewickelt, einmal oben rum und einmal um den Hals, dass wenn es jetzt wirklich richtig, richtig kalt wird, mein Gesicht und auch meine Stirn sehr gut vor der Kälte geschützt sind. Aus dem Grund sollte die Sendelbinde, das sieht man bei manchen Kugeln, dass die etwas zu kurz sind, sollte auch ziemlich lang sein, sodass sie zweimal um den Kopf passt, damit die Kugel dann auch ihre Funktion erfüllen kann. Dann kommen wir jetzt zu meiner Lieblingstrageweise, die Variante Nummer 7. Und zwar die Kugel einfach falsch rumtragen. Heißt, die Kapuze ist hier vorne und bildet eine kleine Tasche, wo ich Sachen reintun kann. Da gibt es tatsächlich ein mittelalterliches Bild, wo jemand nämlich Folgendes tut. Der hat die Kugel hier vorne, hat dann hier einen Beerenbusch und nimmt sich Beeren, pflückt die, tut die hier vorne in die Kapuze rein. So. Und damit lassen sich dann unglaublich schnell Beeren pflücken und dann so natürlich sicher in der Kugel verstauen. Man kann jetzt davon ausgehen, dass das nicht die Regel war, dass man das so gemacht hat. Weil ich habe äußerst viele andere Bilder gesehen, wo Leute einfach Körbe hatten oder die Bären auch in ihre Röcke fallen ließen.
Von dem her kann man davon ausgehen, dass das vielleicht eher die Ausnahme war, dass jemand die Google falsch rumgetragen hat und sich dann Beeren von einem Busch gesammelt hat. Aber tatsächlich eine sehr variantenreiche Möglichkeit, diese Google zu tragen. Was sie auch wieder zu einem sehr flexiblen und vielseitigen Kleidungsstück macht. Dann kommen wir mal zur Trageweise Nummer 8. Und zwar die Google halb über den Kopf gezogen, aber noch mit einer Bunthaube auf dem Kopf. Die Bunthauben waren ja im Mittelalter ziemlich beliebt insgesamt. War wahrscheinlich dafür, dass man die Haare irgendwie geschützt hat. Und dann hat man die Google, gibt es ein paar Bilder, einfach so halb über den Kopf getragen. Naja, da hat man sie zumindest mal dabei gehabt. Jetzt gibt es noch ein paar andere interessante Dinge, wie man diese Google tragen kann. Deswegen kommen wir zur Tragevariante Nummer 9. Die Google als den ersten, ich sag das jetzt mal, Hut zu tragen, den wir haben. Da bezieht man die Google, den Vorderteil hier, einfach über den Kopf. Und hat jetzt hier so eine Art Hut, um die Google dabei zu haben. Ich könnte jetzt noch die Sendelbinde nehmen. Hier, die einmal um mich schwingen. Dann kann man da auch ein modisches Accessoire daraus machen. Der Vorteil ist natürlich, wenn man jetzt aus dieser Google eine Art Hut macht und es ist zu warm, dann kann ich den auch einfach, das Kleidungsstück auch einfach mitnehmen und muss es nicht die ganze Zeit tragen oder halt auch am Gürtel tragen, um es dann mitzuschleppen, wenn es dann doch zu warm ist. Hat den Vorteil, ich habe ein modisches Accessoire, einen Hut, der im Mittelalter sowieso sehr beliebt war, und gleichzeitig habe ich meine Google dabei, falls es dann doch kalt wird oder ob es dann vielleicht sogar regnet oder schneit. Die nächste Trageweise der Google ist die Google als Chaperon tragen. Der Chaperon kennt man ja, im späteren Mittelalter war das ein eigenständiger Hut, entstand aber tatsächlich aus der Google. Ich zeige euch jetzt mal, wie man die Google zu einem Chaperon umfunktioniert. Genau, das ist jetzt der Chaperon, der aus der Google entstanden ist. Die Sendelbinde hier ergibt nachher diesen Schlauch, den man beim Chaperon hat. Und das hier dieses Restteil, was im Endeffekt hier nachher vorher die Schulter bedeckt hat. Tatsächlich wurden diese Chaperons dann im ländlichen Bereich extrem beliebt, was sich dann natürlich auch die höhere Klasse der Leute angeschaut hat und hat dann tatsächlich halt anstatt die Google wirklich mal einen Chaperon entwickelt als eigenständiger Hut, der dann entsprechend natürlich im späteren Mittelalter sehr beliebt war. Auch hier wieder dieses Thema. Ich habe meine Google dabei, muss sie aber nicht tragen und habe trotzdem noch einen Hut, falls ich sie dann noch brauche. Der Chaperon war jetzt die Variante Nummer 10. Dann kommen wir zur Variante Nummer 11. Und zwar bin ich jetzt bei dieser Google ganz faul und trage sie nur durch dieses Gesichtsfenster auf dem Kopf. Heißt, ich nehme die und stülpe sie mir einfach so über den Kopf und habe sie jetzt auch dauerhaft dabei. Ich kann wieder jetzt hier die Sendelbinde nehmen. Die einmal um den Kopf werfen. Vielleicht sogar oben festbinden. Und jetzt sieht das Ganze ein bisschen aus wie ein Turban. Aber ich habe die Google als schicken Hut dabei. Dann kommen wir zur letzten Variante. Die Variante Nummer 12. Und zwar die Google in einem weiteren Hut verwandeln, der tatsächlich sehr, ich sag das jetzt mal, witzig aussieht. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie man diesen Hut herstellt. Jetzt haben wir diesen sehr witzigen Hut hergestellt. Den kann man natürlich auf verschiedene Arten und Weisen machen. Also sieht auch dann jedes Mal ein bisschen anders aus. Und ich kann es ehrlich gesagt auch nicht so gut, weil ich den so nie trage. Aber man sieht bei
einigen mittelalterlichen Bildern, dass dieser Hut in dieser Art und Weise so getragen wurde. Können wir vielleicht auch mal umdrehen. Genau, wenn ich ihn umdrehe, kann man hier auch gut sehen, wie der hier verknotet ist. Der wurde manchmal hier so ein bisschen schräg getragen, manchmal waren die Dinger hier gar nicht so lang. Auf jeden Fall gibt es da viele verschiedene Möglichkeiten, wie man den dann auch nachher binden kann. Das waren jetzt meine 12 verschiedenen Arten, eine mittelalterliche Wollgugel zu tragen. Ich finde, das ist tatsächlich ein sehr cooles Kleidungsstück, weil es auch schon damals super durchdacht war. Ich kann es auf so viele verschiedene Weisen tragen, es ist super funktional. Man kann natürlich jetzt drüber streiten, ob es jetzt stylisch aussieht, aber für die damalige Zeit wahrscheinlich schon, sonst hätten es die Leute nicht getragen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, ich habe jetzt 12 verschiedene Arten rausgefunden, wie man diese Gugel tragen kann. Das heißt, es ist so flexibel, ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch noch weitere Möglichkeiten gibt. Ihr könnt mir das ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr noch weitere Arten wisst, wie man eine mittelalterliche Gugel tragen kann. Würde mich sehr freuen, wird auch natürlich meinen Horizont erweitern und ihr könnt das Video auch sehr gerne teilen und anderen zeigen, damit wir mehr über die mittelalterliche Zeit und die damalige Zeit insgesamt wissen und weniger Falschinformationen gestreut werden. Damit verabschiede ich mich und ich hoffe, das Video hat euch gefallen.